Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen Reißverschluss in eine Tasche einnähen könnt. Zu Beginn werde ich euch einen Überblick über die verschiedenen Reißverschlussarten geben. Dann werden wir zwei Schieber auf einen Endlosreißverschluss auffädeln und diesen dann in ein Taschenteil einnähen. Zudem werde ich euch zeigen, wie ihr das Reißverschlussende mit einer Abdeckung nähen könnt, sodass wie beispielsweise hier bei diesem Täschlein die Ecke schön sauber wird. Außerdem seht ihr, wie ihr ein loses Reißverschlussende mit Gurtband abdecken könnt, wie hier bei diesem Rucksackshopper. Die Anleitung für diese und weitere tolle Modelle findet ihr in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. So zum Beispiel auch für diesen geräumigen Weekender. Oder für die Hobo-Bag, welche sich mit einem Reißverschluss vergrößern lässt. Oder auch für diese Gürteltasche. Hier habe ich einmal verschiedene Reißverschlussarten vorbereitet. Wir haben hier zum Beispiel einen nicht teilbaren und einen teilbaren Reißverschluss. Dann gibt es Spiralreißverschlüsse, Krampenreißverschlüsse mit etwas dickeren Kunststoffzähnchen sowie Metallreißverschlüsse. Diese Reißverschlüsse sind in fertigen Standardlängen erhältlich, daneben gibt es aber auch noch Endlosreißverschluss. Dessen Länge könnt ihr individuell auf euer Nähprojekt anpassen. Er ist ebenfalls in verschiedenen Ausführungen erhältlich, zum Beispiel hier in dieser Spitzenvariante. Die Schieber gibt es meist separat dazu und ihr könnt entscheiden, ob ihr ein oder zwei Schieber auffädelt. Und genau damit fangen wir jetzt an. Ich zeige euch, wie hier bei dieser Variante zwei Schieber aufgefädelt werden, sodass ihr einen Zwei-Wege-Reißverschluss erhaltet. Dafür nehmen wir ein Reißverschlussende, ziehen es leicht auseinander und schneiden eine Hälfte schräg etwa im 45-Grad-Winkel ab. Fädelt den Schieber auf die eine Hälfte und zieht dann die andere abgeschnittene Hälfte in den Schieber hinein. Somit haben wir nun einen Einwege-Reißverschluss. Auf die gleiche Weise könnt ihr jetzt auch am anderen Ende noch einen zweiten Schieber einfädeln. Hierbei müsst ihr darauf achten, dass an der Stelle, wo beide Schieber zusammentreffen, sich keine Beule bildet. Das ist hier der Fall. Hier sind 1 bis 2 Zähnchen auf der einen Seite zu viel. Also ziehe ich den Schieber noch einmal raus und fädle ihn erneut ein. Zur weiteren Verarbeitung könnt ihr nun die Kanten begradigen und mit einem Feuerzeug veröden. Als nächstes zeige ich euch nun, wie der Reißverschluss eingenäht wird. Dafür habe ich hier 2 Oberstoff- und 2 Futterteile vorbereitet. Ich lege den Reißverschluss rechts auf ein Oberstoffteil, sodass die Raupe und der Schieber zum Stoff zeigen. Zum Annähen ist ein Kanten- oder Reißverschlussnähfuß ideal. Mit diesem könnt ihr schön nah an der Reißverschlussraupe nähen. Zu nah dran solltet ihr jedoch auch nicht nähen, damit ihr später den Schieber noch bequem bewegen könnt. Wenn ihr hier bei den Schiebern angelangt seid, lasst die Nadel im Stoff stecken, hebt das Nähfüßchen, zieht die beiden Schieber vorbei, senkt das Füßchen wieder und näht dann einfach weiter. So sieht die erste Naht aus und als nächstes nähen wir das Futterteil an. Dafür legen wir es bündig rechts auf, drehen das ganze Teil um und nähen es ganz einfach entlang der ersten Naht fest. Ich nähe diese Naht nun durchgängig von der oberen bis zur unteren Kante. Wenn ihr allerdings die Retro-Bag oder das Patchwork-Täschlein aus meinem Buch näht, dann müsst ihr am Anfang und am Ende 1,5 cm offen lassen. Genauso auch bei der nächsten Naht.
So sieht das angenähte Futterteil nun aus. Und damit die Stoffe später nicht vom Reißverschluss eingezogen werden, bügeln wir sie jetzt um und steppen die Kante noch ab. Passt gut auf, dass ihr mit dem heißen Bügeleisen nicht zu nah an den Plastikreißverschluss kommt. Ich steppe nun 2 bis 3 mm neben dieser Kante und habe hier wieder einen Kantennähfuß eingesetzt. Und so sieht die fertige Absteppung aus. Wenn ihr so wie ich verschiedene Stoffe habt, könnt ihr als Unterfaden ein andersfarbiges Garn einsetzen. Auf die gleiche Weise könnt ihr jetzt das zweite Oberstoff- und Futterteil an die zweite Reißverschlusshälfte annähen. Nun ist unser Reißverschluss fertig eingenäht. Achtet darauf, dass hier die Kanten aller Stoffteile schön auf einer Höhe sind. Und jetzt können wir dieses Reißverschlussteil für unsere Tasche weiterverarbeiten. Übrigens könnt ihr bei den meisten Nähprojekten statt eines Endlosreißverschlusses auch einen normalen Reißverschluss verwenden, den ihr einfach entsprechend kürzt. Das Praktische an einem Endlosreißverschluss ist jedoch, dass ihr die Bänder auch getrennt annähen und erst im zweiten Schritt mit dem Schieber zusammenbringen könnt. So könnt ihr aus diesem Teil ganz einfach ein kleines Stiftemäppchen machen. Welche weiteren Arbeitsschritte dafür nötig sind, seht ihr in meinem Buch. Und nun noch ein Tipp für die saubere Verarbeitung von Reißverschlussenden, wie hier bei diesem Patchwork-Täschlein und bei diesem Portemonnaie. Hier an diesen Reißverschluss habe ich 2 3x4 cm große Stoffstücken so aufgenäht, dass, wenn ich sie umklappe, sie bündig mit diesem Schnittteil hier abschließen. Der Reißverschlussbeginn ist wegen der Nahtzugabe 1 cm hier von dieser Kante entfernt. Jetzt kann ich das Reißverschlussende bis kurz vor diese Naht abschneiden. So ist nun das Reißverschlussende dünner und lässt sich dann später, wenn ich die Tasche zusammennähe, besser verarbeiten und wird viel sauberer. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie ihr ein abgeschnittenes Reißverschlussende schön sauber mit Gurtband einfassen könnt. Ich habe hier einen Reißverschluss und ein ebenso breites Stück Gurtband mit 10 cm Länge. Dieses schlage ich nun wie folgt um das Reißverschlussende herum. Stecke es fest und nähe es mit 1 cm Nahtzugabe an. Die angenähte Gurtbandschlaufe kann ich nun so herumdrehen und einmal rundherum knappkantig zusammensteppen. Näht schön langsam über die Krampe, damit die Nadel nicht abbricht. Und so sieht nun das versäuberte Reißverschlussende aus. Natürlich könnt ihr das ebenso gut auch mit einem dünnen Webband machen. Wenn ihr jetzt mit eurer Tasche weitermachen wollt und zum Beispiel ein Gurtband annähen möchtet, dann schaut euch dieses Video an.
Oder müsst ihr eine gerade Strecke an eine Rundung nähen? Dann klickt auf dieses Video. Mit meinem Buch könnt ihr noch viele weitere tolle Taschen nähen, zum Beispiel diese große Strandtasche oder auch diese praktische Tablet-Hülle oder dieses niedliche Schmucktäschlein. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.